Das Phänomen der sogenannten UFO-Entführungen gehört zu den rätselhaftesten und zugleich umstrittensten Kapiteln der modernen Grenzwissenschaften. Menschen aus unterschiedlichen Ländern berichten seit Jahrzehnten davon, von fremden Wesen gegen ihren Willen an Bord unbekannter Flugobjekte gebracht worden zu sein. Dort sollen medizinisch wirkende Untersuchungen, seltsame Experimente oder auch telepathische Begegnungen stattgefunden haben. Die ersten bekannten Berichte tauchten Mitte des 20. Jahrhunderts auf, besonders in den 1960er Jahren wurden Fälle durch die Medien weltweit bekannt. Berühmte Beispiele wie der Fall von Betty und Barney Hill 1961 in den USA gelten als Startpunkt der modernen Entführungslegende. Seitdem reißen die Schilderungen nicht ab. In Nord- und Südamerika, in Europa und auch in Asien tauchen immer wieder ähnliche Berichte auf, die erstaunliche Parallelen zeigen, unabhängig voneinander, oft von Menschen, die nichts voneinander wussten. Ob diese Erlebnisse reale Begegnungen, psychologische Phänomene oder kulturell geprägte Visionen sind, bleibt bis heute ungeklärt. Doch eines ist sicher: Das Thema UFO-Entführungen hat seit nunmehr über einem halben Jahrhundert eine enorme Faszination, da es die Grenzen unseres Verständnisses von Wirklichkeit und Bewusstsein berührt. Der Fall von Betty und Barney Hill. Betty und Barney Hill lebten Anfang der 60er Jahre ein eher unspektakuläres bürgerliches Leben in Portsmouth, New Hampshire. Er arbeitete für die Post, war gewissenhaft, pflichtbewusst und stolz auf seine Stellung. Als Afroamerikaner in einer gemischtrassigen Ehe stand er jedoch auch unter dem Druck einer Gesellschaft, die in dieser Zeit oft misstrauisch oder gar feindselig reagierte. Betty arbeitete als Sozialarbeiterin. Sie war engagiert, klug, voller Mitgefühl für die Menschen, die sie betreute. Beide waren keine Außenseiter, sondern angesehen in ihrer Gemeinde. Mitglieder einer Kirche, politisch interessiert, gesellschaftlich eingebunden. Ihr Leben änderte sich in jener Nacht im September 1961. Was vorher eine Fahrt von einem Urlaub nach Hause gewesen war, verwandelte sich in ein Mosaik aus seltsamen Erinnerungen, Angst und unerklärlichen Lücken. Nach dem Vorfall versuchten sie zunächst zur Normalität zurückzukehren. Sie sprachen nicht sofort mit vielen Menschen darüber, doch Bettys Träume ließen nicht nach. In ihnen erschienen Wesen mit großen Augen und langen Köpfen. Sie hörte Stimmen, sah Räume, die nicht von dieser Welt schienen. Barney kämpfte stärker mit dem inneren Konflikt. Er wollte an der Bodenständigkeit seines Lebens festhalten, doch die Bilder, die Angst und die körperliche Erschöpfung ließen ihn nicht los. Als sie schließlich professionelle Hilfe in Form von Hypnosesitzungen suchten, trat die ganze Wucht der Erlebnisse hervor. Die Geschichte, die sie unabhängig voneinander schilderten, veränderte nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch die Welt der Ufologie. Das Ehepaar Hill wurde bekannt. Ihr Name erschien in Zeitungen, in Fernsehinterviews, in Büchern. Für Betty war dies eine Art Mission. Sie sprach über die Erlebnisse, hielt an ihrer Überzeugung fest, dass ihnen etwas Außergewöhnliches widerfahren war. Barney hingegen wurde zurückhaltender, verletzlicher, oft bedrängt von Zweifeln und Ängsten, die seine Gesundheit belasteten. Nach einigen Jahren erkrankte Barney schwer und starb 1969, nur wenige Jahre nach dem Vorfall. Betty blieb allein zurück, hielt jedoch weiter an ihrer Version fest. Sie blieb bis zu ihrem Tod 2004 eine bekannte Figur in der UFO-Forschung, trat bei Vorträgen auf, stand Forschern und Journalisten Rede und Antwort. Ihr Leben war von diesem einen Ereignis geprägt worden. Es überlagerte ihr Berufsleben, ihr Privatleben und ihr öffentliches Bild. Aus einem Ehepaar, das einst ein ruhiges, geordnetes Dasein führte, waren unfreiwillig Symbolfiguren einer ganzen Bewegung geworden. Menschen, die für viele den Anfang der modernen UFO-Entführungsberichte markierten. Der Vorfall. Es war eine kühle Septembernacht im Jahr 1961, als Betty und Barney Hill auf der Landstraße in New Hampshire unterwegs waren. Der Himmel war klar, die Sterne funkelten über den dunklen Wäldern. Betty lehnte sich leicht nach vorne und starrte durch die Windschutzscheibe. »Barney, siehst du das Licht da vorne?« fragte sie mit gedämpfter Stimme. Barney legte die Hände fester ans Lenkrad, sein Blick blieb ernst. »Es ist sicher nur ein Flugzeug«, murmelte er, doch er klang nicht überzeugt. Das Licht blieb am Himmel, wurde größer, schien sie zu verfolgen. Betty, die neugierig und wachsam wirkte, drängte ihren Mann anzuhalten. Barney, eher zurückhaltend und skeptisch, zögerte, doch schließlich steuerte er den Wagen an den Straßenrand. Er griff nach dem Fernglas, das sie im Kofferraum hatten. Als er hindurchschaute, erstarrte er. »Das ist kein Flugzeug«, sagte er mit belegter Stimme. »Es bewegt sich anders, es kommt näher.«
Betty spürte ein Kribbeln in der Magengrube. Sie war von Natur aus fantasievoller, offener für ungewöhnliche Gedanken, und doch machte ihr das Schauspiel Angst. »Wir sollten weg hier«, flüsterte sie. Barney nickte hastig, stieg wieder ins Auto und trat aufs Gas. Doch das Licht folgte ihnen. Die Stille im Wagen war nur von Barneys schwerem Atem durchbrochen. Plötzlich, ohne dass sie erklären konnten wie, fanden sie sich viele Kilometer weiter auf der Straße wieder. Die Uhr zeigte eine Zeitspanne an, die niemand erklären konnte. Sie waren erschöpft, verstört, voller Fragen. Zu Hause konnte Betty die Bilder nicht loswerden. In ihren Träumen sah sie große Augen, lange Köpfe, kalte Räume. Sie sprach zu Barney darüber, doch er winkte ab. Das waren nur Träume, versuchte er sie zu beruhigen, doch in seinen Augen lag Unsicherheit. Monate später suchten sie Hilfe. Unter Hypnose erzählten sie getrennt voneinander von derselben Erfahrung. Betty Hill lag auf einer kühlen Liege. Der Raum um sie war hell, aber das Licht schien nicht von Lampen zu kommen. Es war gleichmäßig, ohne Schatten, als hätte die Luft selbst zu leuchten begonnen. Neben ihr bewegten sich kleine Gestalten mit großen Köpfen und dunklen Augen. Sie spürte die Berührung einer Hand auf ihrem Arm. Sie war fest, doch nicht grob. »Bitte, ich habe Angst«, sagte sie leise, ihre Stimme brach. Die Wesen antworteten nicht, doch sie schienen ihr zuzuhören, als hätten sie ihre Worte verstanden. Eine lange, dünne Nadel wurde vor ihr sichtbar. Sie spürte, wie sie in ihrem Bauch gestoßen wurde. Schmerz durchzuckte sie und sie stieß einen Schrei aus. Einer der Wesen wandte den Kopf, die Augen fixierten sie und plötzlich hörte sie eine Stimme, nicht mit den Ohren, sondern in ihrem Kopf. »Es wird nicht wehtun«, sagte die Stimme, sanft, beruhigend, und der Schmerz ließ nach. Barney befand sich in einem anderen Raum. Sein Körper lag schwer auf einem Tisch aus Metall. 2 der Gestalten hielten ihn an den Schultern, während ein drittes ihm eine Art Gerät über die Brust bewegte. Er konnte sich nicht rühren, seine Muskeln gehorchten ihm nicht. »Ich will hier raus«, keuchte er, doch seine Worte prallten an der Stille ab. In seinen Augen spiegelte sich Panik, doch die Wesen blieben ungerührt. Als sie später wieder im Auto saßen, zurück auf der dunklen Straße in New Hampshire, herrschte Stille im Wagen. Betty starrte aus dem Fenster, die Hände fest im Schoß verschränkt. Barney sah auf die Uhr und erkannte, dass Stunden vergangen waren, die sie nicht erklären konnten. »Etwas ist geschehen«, flüsterte Betty, und in ihrer Stimme lag eine Überzeugung, die unerschütterlich war. Barney hingegen schwieg. Er wollte es verdrängen, doch die Bilder hatten sich tief eingebrannt. Die Geschichte der Hills löste in der Öffentlichkeit eine Welle aus. Zeitungen berichteten, Experten stritten. Für manche war es nur eine Fantasie, für andere der erste Beweis einer Begegnung mit dem Unbekannten. Doch in den Gesichtern von Betty und Barney blieb etwas zurück, ein Ausdruck von Menschen, die mehr gesehen hatten, als sie erklären konnten.